Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir sind in Singapur. Habt ihr ja jetzt in den letzten, ich glaube, 3 Videos, mehr oder weniger, nee, waren nicht in 3 Videos hier. Weil im ersten hat das Ganze ja nicht funktioniert. Wir sind jetzt aber auch nicht mehr lange in Singapur und haben gerade gefrühstückt. Auch immer, also asiatisches Hotelfrühstück immer crazy. Das, was man dann in so einem 7-Eleven sich vielleicht mal holt, ist gar nicht so absurd. Und jetzt stehen wir hier nach dem Frühstück unten am Hotel, weil die Rezeption ist auf der 2, wir sind jetzt auf der 1. Und hier soll uns gleich ein Shuttle abholen. Ob das funktioniert, weiß man nicht. Es hat erst ein bisschen gehakt, dann hat es gut funktioniert mit der Kommunikation. Jetzt dann muss er kommen und uns fahren. Weil wir heute ein bisschen was Crazyes wieder vorhaben mit euch und in einen Freizeitpark gehen und Achterbahn fahren. Und nachdem wir gestern bei Universal Singapur waren, haben wir natürlich jetzt wieder eine Kette erstmal für euch rausgesucht, damit es jetzt nicht so absurd wird und wir euch langsam in diese Tour einführen, um euch später auch langsam wieder auszuführen. Dazu später aber mehr. Könnt ihr schon mal überlegen, wo wir... Nee, ich glaube, das ist... Ich weiß gar nicht, ob das schon klar ist, wo wir jetzt hinfahren. Und ansonsten könnt ihr hier überlegen. Und genau, toi, toi, toi. Vielleicht klappt das ja gleich. Jeder aus der Reihe ist es so typisch und kannst du dir aber auch nicht ausdenken. Wir stehen ja jetzt hier unter dem Parking-Lot quasi, unter dem Hotel und warten auf unseren Pick-up-Service. Jetzt so 10 nach 8, also ein bisschen vorher haben wir schon angefangen, mal die Jets zu bemühen, die man dann hat, wenn man das gebucht hat. Und er wird 20 Minuten Verspätung haben, der Fahrer. Das sollte man vielleicht direkt kommunizieren, nicht wenn jemand nachfragt, das kann ja mal passieren. Aber wäre jetzt sehr ungewöhnlich hier in Singapur. Wie ihr seht, ist auch nichts los. Autos sind in Singapur auch staatlich begrenzt. Es gibt nicht so viele. Und wenn du dann eins hast, kostet auch richtig Asche, also dass man eins haben darf. Und da auch das Gute ist, haben wir euch auch noch gar nicht erwähnt, in Singapur sprechen sie alle Englisch. So. Und ja, die haben wohl beim Reifen kontrollieren gemerkt, oh nee, da ist einer nicht in Ordnung und mussten das Auto jetzt tauschen. Es kommt ein anderes Auto. Deswegen hat der 20 Minuten Verspätung. Aber wenn du hier stehst und keiner da ist, das stresst natürlich erstmal. Hallo. Sollte dann also gleich irgendwie klappen. Recline 'cause I'm on my way. Good times, say good times. Way back, who's this? What's that girl with? Curly. I'm shocked, but I seen that face. I know that girl. Oh, flame bum right today. I know that girl. Thank God I don't live that way. Pray some things will never change. Big pretty girl, what you wine on? Big pretty girl, what you wine on with some? Big pretty girl, what you wine on with some? Big pretty girl, what you wine on with some? Big girl, what you wine on with some? So, willkommen in Malaysia. Wir haben einfach mal das Land gewechselt und unser Fahrer kam dann auch um 8:22 Uhr statt um 8 Uhr. Aber alles hat er an Zeit wieder rausgeholt, sodass wir jetzt viel zu früh sogar sind, weil der einfach geflogen ist, statt zu fahren. Und ja, einmal dann mit dem Auto jetzt von Singapur nach Malaysia rüber. Und das hat sehr gut funktioniert. Guter Service, musst du nicht mal aussteigen, kannst direkt dann Ausreise, Einreise. Es gibt wieder einen Stempel im Pass. Und jetzt sind wir hier angekommen und jetzt bin ich fast schon zu weit gegangen. Ich wollte euch das nämlich hier noch zeigen. Sieht man das? Nee, weiß ich nicht. Das rot-gelb-orange Gebäude, das ist ein Lego-Hotel. Wir machen nämlich heute Legoland Malaysia. Und ich stehe gerade in unserem Hotel. Hier wurden wir nämlich auch abgesetzt. Das ist ein sehr cooler Service auch gewesen. Vor unserem Hotel abholen, hier im Hotel absetzen. Wir haben schon eingecheckt, die Koffer vorne gelassen. Wir können noch nicht ins Zimmer, das ist noch nicht fertig. Das müsst ihr auf jeden Fall auch heute sehen. Aber Legoland macht gleich auf. Dann gehen wir da rüber und dann fahren wir da alles und machen da alles und zeigen euch das jetzt gleich hier alles. Und dann gehen wir wieder hier zurück und dann checken wir ein. Spannender Funfact vielleicht auch. An dem Checkpoint zur Grenze war dann überall so Schilder, dass... Entschuldigung, ich bin gerade etwas abgelenkt von Golfschlägern. Die
Autos aus Singapur mindestens einen dreiviertelvollen Tank haben müssen, bevor sie nach Malaysia fahren. Und das ist halt so, dass in Singapur der Sprit sehr teuer ist, um auch da eine der Maßnahmen, um Verkehr zu reduzieren in Singapur von vielen, weil es ja auch, wie schon erwähnt, ziemlich limitiert ist. Und der Sprit aber in Malaysia super günstig ist und subventioniert wird vom Staat. Und damit es keinen Tanktourismus gibt, gibt es die Regel, die Tanks müssen dreiviertel voll sein. Egal ob Benzin, Diesel oder Autogas. Bei kombinierten müssen auch beide dreiviertel voll sein. Das ist, glaube ich, sogar die Three-Quarter Tank Rule, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Zoll kontrolliert auch an den Checkpoints dann die Tankanzeigen. Das ist echt crazy. Ja, jetzt sind wir hier rübergeflogen und jetzt machen wir uns Spots ready, sortieren unser Kram und dann gehen wir mal da vorne hin zum Legoland Malaysia. Das ist auch, wie man sieht, ein sehr gut zu bespielender Platz. Gar keine Buckel drin oder so, weil der Teppich auf diesen Steinen liegt. Aber da ist das Loch, wo man rein muss. Ja gut. Ach, weiß ich jetzt nicht. Can you hold my hand? Woke the ancestors up with the loudest thing. Now I'm filling my cup. Can you overstand? I'll do this stuff. I was over that. You got my trust. I roll with cap. I'm soaking love. The culture less. The concrete mind. And a cozy bed. Big body girl, when you wind up with big body girl, when you wind up with. Was ist denn hier los? Everything is going when you're part of the team. Ich lieb's. Voll die Stimmung, ja. Aber wie cool, so macht man das. Musik vorbei. Oh. Also ich muss sagen, wir sind jetzt einmal durchs Lego Hotel gelaufen, weil das nämlich einfach auf dem Weg lag. Aus unserem Hotel raus sind, keine Ahnung, keine 5 Minuten gelaufen. Sehr komische Wege. Sind jetzt vom Eingang und irgendwie, entweder ist es jetzt auf der anderen Seite des riesigen Sea Life Gebäudes oder es gibt nicht diesen klassischen Lego-Eingang und das macht mich fertig, weil das ist ja fast wie so ein Foto davor ist ja fast wie so ein Hard-Rock-Café-T-Shirt. Ach, jetzt ist gerade auf. Wir rope-rocken gerade Legoland. Alles klar. Nein. Damit haben wir nichts erreicht. Aber das Maskottchen geht auch schon wieder. Na gut, dann gehen wir mal rein. So Leute, wir waren ja ein bisschen früh und haben noch die Opening-Show mitgemacht. Ein bisschen asynchron an einigen Stellen, aber sonst echt coole Outfits, süß gemacht. Und dann haben wir jetzt ernsthaft Legoland gerope-droppt und sind als erstes zum Great Lego Race, Muck Rides, Wilde Maus, Extended Park Version. Was ist denn? Ist das ein Ventilator oder ein Windrad?
That was fun. No, I don't want to ride anymore. I want to stay with the Fokker Best Racer. Get chill. Please. Not again. No. I took. That was a clean one, right? I doubt that, Jay. I will go with Mr. Fokker Best Racer. So are you gonna stay in Cafe for 3 hours? Yes, Okay, then that's worth it. I'll go. Please. Are you actually gonna stay? You're not gonna call me on? Ja, fährt sich wie es fährt, ne? Es ist nicht so herausragend. Wir haben aber dankend abgelehnt, als uns VR-Brillen angeboten wurden. Also mal ab davon, dass mir die jetzt wahrscheinlich eh vom Kopf geschwitzt wäre, bin ich da kein Fan von. Naja, wir haben irgendwie noch keinen Parkplan gesehen und uns natürlich, weil wir keine Zeit im Vorfeld hatten, auch keinen vorher angeguckt. Ja, schon wieder. Ja, und suchen jetzt auf jeden Fall weitere Achterbahnen. Es gibt nämlich hier auf jeden Fall noch 2 Achterbahnen, die wir fahren wollen und 2 Dark Rides, die wir fahren wollen. Hier ist Rebuild the World. Ins Miniland werden wir natürlich mit euch auch noch gehen und hier haben wir einen Parkplan. Daraus machen wir uns einen Schlachtplan. Jo, meine Güte. Also ist ja nicht nur so warm, man kommt hier auch in Schwitzen, weil wir haben jetzt einfach mal den 20 Minuten Legoland Malaysia Full Count hier aufs Parkett gelegt und haben einfach mal alles rasiert und sind natürlich, ja, wie eben gerade schon erwähnt, die Mack Rides Wilde Maus gefahren. Wo sind die Achterbahnen? Wo haben wir gesagt, gehen wir lang? Ja, dort. Zu den Achterbahnen? Ja? Würde ich dann da lang gehen, nicht da. Achterbahn bedeutet nämlich, wir haben King's Dragon's Apprentice. Was habe ich gesagt? King's Appelle. Ja, siehst du mal. Pell mir doch ein. Nur Dragon. Das sind 2 Achterbahnen, beide von der Firma Zira Rides aus Deutschland. Ihr könnt Topbox ordern, ihr könnt aber auch Zira ordern. Einmal hätte ich anziehen müssen, aber ich glaube, wir werden noch auf dieser Tour den einen oder anderen Zira Ride dabei haben. Es sind Zira Force Coaster, da machst du grundsätzlich nichts falsch mit. Spannend finde ich aber, beide haben Dragon im Namen, beide haben die gleiche Schienenfarbe, beide haben die gleiche Stützenfarbe, beide stehen nebeneinander. Unterschied ist, da hast du halt eine kleinere Anlage, hier hast du eine ziemlich große Anlage mit einem ziemlich langen Dark Ride Part, dem Musik- und Soundeffekte nicht schaden würden. Die sind, glaube ich, auf ultra leise waren sie irgendwie da, aber Fahrgeräusche waren höher. Und dann, also Spoiler, gibt es im Dark Ride Part dann schon, nachdem ein Drache uns angreift, einen Drop, bevor es auf den wirklich sehr schnellen Reibradlift geht. Und dann ist ja auch eine ordentliche Fahrt, die aufs Parkett gezaubert wird. Das ist einmal der Dragon und hier haben wir einmal den anderen Dragon. Damit wir da auch einmal drüber gesprochen haben, da er so ein Reisigdach ist das so irgendwie Rebdach. Ein Rebdach drüber und hier gehst du halt ins Schloss rein. Gut, das erstmal dazu.
20 Minuten Full Count Achterbahn. Achterbahn kommt. Wir fahren jetzt dann noch Dark Rides. Australian grilled T-bone steak. Ich glaube, das soll ein Steak sein und kein Stick, oder? Das kenne ich die Fritz-Steaks. Wir haben den Parkweg, Uschi, Parkweg, Pferdereitbahn, Maintenance Bay Pferdereitbahn oder ja, Parkplatz oder whatever. Das ist schon ein bisschen ulkig. You
Aus dieser Attraktion nimmst du jetzt einfach von einem Tisch Getränke? Die da stehen. Wir waren jetzt gerade auf The Tower, Aussichtsturm hier. Und da muss man tatsächlich seine Getränke vorher abgeben. Und ich dachte so, ja, okay, wo denn? So, just leave it on the table. Und da ist einfach so ein Tisch, wo man das dann hinstellt. Und dann nimmt man es wieder mit, wenn man rauskommt. Okay. Na, man soll ja wahrscheinlich nicht drin trinken und essen, damit es da kein Knös gibt. War aber ganz schön. Also man konnte auf jeden Fall den ganzen Park sehen. Man hat gesehen, dass der Lokflume irgendwie noch oder überhaupt aus ist oder nicht gefüllt mit Wasser. Ist auf jeden Fall noch ein großes Areal hier. Der Parkplatz ist ziemlich leer. Aber dafür war das Hotel ziemlich gefüllt. Deswegen mal gucken. Vielleicht wird es auch einfach noch voller später. Wir gehen jetzt weiter und machen jetzt was? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich den nächsten Dachgreit. Oder überhaupt den ersten. Wir gucken mal, wo wir dran vorbeikommen. Theoretisch Ninjago. Was ist denn Ninjago? Ninjago ist ein Art Engineering Dark Ride, wo man das liebste Hobby von Bro machen muss. Niemand versteht das. Das hat aber auch nicht Art Engineering gebaut, sondern nur das Fahrsystem. Ja, die Wasserbahn ist beschlossen wegen der jährlichen Wartung. 4 Monate lang, weiß ich nicht. Also bei einem Park, der auch immer auf hat, ist das echt viel. Und wenn das jedes Jahr ist, ist das auch echt viel. Ja, jetzt ist das Ding. Es sind beide Eingänge hier nebeneinander, aber ich glaube, Ninjago wird das erste. Gucken wir uns den Quatsch mal an. Und dann ist der nächste Dark Ride, ja, Ägypten-Adventure-Geschichte, die sich dann dort befindet. Ja, irgendwie wurde uns die Entscheidung jetzt ziemlich schnell abgenommen, ziemlich closed. Was ist das denn heute? Ist keiner da? Also fährt doch nichts oder was? Ja, kann ja immer sein. Und jetzt Zufall, und jetzt gerade mal kurz. Also machen wir Lost gegen den Adventure. Nicht, das ist nämlich closed. Hä? Okay. Das ist jetzt aber bitter. Ja, das ist jetzt irgendwie doof. Dann sind wir durch. Ja, das gehen wir jetzt. Dann haben wir noch das Miniland und dann Wort dort. Aber warum ist das denn jetzt auch? Ja, also man hört dich wieder nicht, ne? Das weißt du schon. Möchtest du einfach ins Video reden oder willst du was erzählen? Da musst du es aber hier rein erzählen, du musst nehmen und Ja. nicht immer neben mich stehen, weil dann kann ich dich auch nicht filmen, wenn du hier bist. Ja. Ja, hör doch mal bitte Ja. auf, dumm zu sein. Das ist schwierig. Ich sag, das ist jetzt für die Aufenthaltsdauer, die hier wahrscheinlich eh schon nicht besonders hoch ist, heute auf jeden Fall kontraproduktiv, wenn 2 Dark Rides geschlossen sind. Aber naja, tja, gut, dann gehen wir ins Miniland gucken. Die Petronas Towers hinter mir in Kuala Lumpur hier in Malaysia. 2 verdammt hohe Türme, 425 Meter hoch, waren mal die höchsten Türme der Welt. Haben aber den Miniland-Rekord. Warum ist eigentlich nur hier laut? Miniland gehört ja zu jedem Legoland dazu, wo dann halt große Gebäude, Städte, Sehenswürdigkeiten nachgebildet werden aus Legosteinen. Und die haben den Rekord, die sind einfach mal 9 Meter hoch. Das ist alles leider hier ein bisschen ungepflegt, hat Wartungsrückstau, aber hier gibt es jetzt wieder einen neuen Kunstrasen, aber trotzdem ist da unten der Beton und die Steine sind alle durch, das musst du, glaube ich, alles mal neu machen. Aber um das sich mal vorzustellen, wie aufwendig das ist, die Tower hat eine Person 3 Jahre lang gebaut. Ich weiß nicht, ob die extrem langsam war oder ob das wirklich extrem viel Arbeit ist. Ich glaube, extrem viel Arbeit, weil das ist echt sehr groß. Spannenderweise oder auch passenderweise Singapur auch hier ein Miniland-Objekt.
Und da haben wir jetzt gerade sehr viel wiederentdeckt, was wir auch schon selbst gesehen hatten. Hier gibt es eine Panne. Das ist bei den Miniländern auch cool. Du hast ganz viele kleine Szenen, die man entdecken kann. Du kannst hier echt viel Zeit investieren und dir das angucken. Und ab und zu gibt es auch solche Action-Knöpfe. Hier mit Ton und Bewegung. Und vielleicht auch den einen oder anderen, um Leute zu ärgern oder ähnliches. Und das seht ihr vielleicht jetzt. Así me gusta soft. 7 copas, una juca tequila. Sal y sal y sal y sal y perrear. No tienes vergüenza, mami. Baby, quiero ser el Río de tu Tokio. Chingamos en la casa de papel sin negocio. Sucker, yeah. I tell her sucker, I make this Ven acá, suelte mami, así me gusta soft. 7 copas, una juca tequila. Sal y sal y sal y sal, perrear. Sal y sal y sal y sal. No tienes vergüenza, mami. Sal y sal. Ajá, no tienes vergüenza, mami. I got the fattest thing Queens. Lost Kingdom Adventure haben wir jetzt doch noch machen können. Wir sind gerade noch mal zurückgegangen, nachdem wir ein paar Aufnahmen noch im Park gemacht haben. 5 Minuten angeschlagen, die haben wir auch, wenn überhaupt, gewartet. Jetzt steht keiner mehr an und 10 Minuten sind angeschlagen. Ich weiß ja nicht. Ja, genauso wie man es von Lego kennt, von innen. Leider hat einiges nicht funktioniert. Also nicht nur, weil Uschi nichts getroffen hat, sondern auch so nicht. Like spiders. Stunden zu spät. Ich habe eine halbe Stunde gar nichts mitgemacht und dabei gefilmt. Eieieiei. Hallo. Ja, auch ein Standard-Ride, so wie diese Feuerwehr-Löschspielgeschichte, die es hier gibt, ein Flugkarussell und auch die ganzen anderen Sachen. Also es gibt jetzt hier eigentlich nichts, außer vielleicht die Wasserbahn, was es in anderen Lego-Ländern nicht gibt. Das Miniland ist natürlich komplett anders, weil das hier andere Gebäude beinhaltet und andere Szenerien und so, was man sonst halt aus Mitteleuropa oder in den USA kennt. Aber ja, auch der Pflegezustand ist halt jetzt nicht so gut. Finde ich ein bisschen enttäuschend, schade. Aber andererseits
vielleicht sind wir auch mit Legoland Deutschland und Legoland Bellund etwas verwöhnt, weil die finde ich beide schon ziemlich stark. Das sind richtig gute Parks. Und ja, hier ist halt so eine abgespeckte Version, denen wird halt irgendwie nochmal eine coole neue Major-Attraktion ganz gut stehen hier. Ninjago ist immer noch geschlossen, weiß nicht, was da los ist, aber den anderen haben sie jetzt gerade wieder zusammengekriegt. Da mir das jetzt keinen Spaß macht, mit den Armen rumzuwedeln, eine 3D-Brille aufzuziehen und ähnliches, ist das jetzt auch nicht schlimm. Das heißt, wir sind jetzt durch, werden vielleicht jetzt gleich zum Mittagessen und dann wieder Richtung Hotel gehen und müssen dringend mal noch was arbeiten. Weil, wie ihr das ja mitbekommen habt, ist das hier alles eine Spontangeschichte, alles übers Knie gebrochen, schnell, schnell, zack, zack, bum, bum. Weißt du, er baut schon wieder ab, genau, dann auch das richtig, das gibt's halt bei uns nicht, ne? Bei uns, aber das ist schon cool. Wenn das alles hier ein bisschen gepflegter wäre, wäre es auf jeden Fall cooler. Der Singapur-Teil ist ja relativ neu, so wie es aussieht. Und auch cool, weil wir jetzt gerade da waren und das jetzt gestern noch selbst alles gesehen haben. Heute Morgen noch. Wir sind heute Morgen noch an dem Schiffchen vorbeigefahren, wo ich schon wieder vergessen, wie es heißt. Marina Bay Sands. Haben wir auch zuletzt noch irgendwo gesehen in die 10 beeindruckendsten Bauten der Welt. Da war das auch dabei. Und jetzt haben wir da oben gegessen. Habt ihr aber schon gesehen, brauche ich nicht nochmal erzählen. So, wo wir jetzt essen, weiß ich noch gar nicht. Müssen wir erst mal gucken. Robando corazonito el dinero. Me gustan los bandoleros. Flow in the bank, tíralo pa' cielo. Lo quiero entero. Jo, wir sind ja aus dem Legoland raus und hinter uns, das sah aus wie eine Mall, aber es ist einfach so ein Mall-ähnliches Gebilde, was aber draußen ist und eigentlich auch nur ein Food Court ist, der ziemlich weit ist, mit so 2, 3 Läden dazwischen, ganz komisch. Dann stehen wir jetzt hier auf der Bumper Fun Tommy Dunn Haha Happy Land Zone, wo man dann da hinten so Autos sich mieten kann, so Bumpercars und dann die ganzen kleinen Autos für die Kids und hier ist so das abgesperrte Ding von denen. Und dann guckt man auf das Sea Life Malaysia und wenn man sich dann umdreht, oder überhaupt ist das Legoland Malaysia Resort Logo hier, es ist nicht so ganz der klassische Eingang, aber es ist so ein bisschen wie der klassische Eingang, es ist super grell. Ja. Und warm, 32 Grad haben wir übrigens fürs Protokoll. Ne, muss man ja auch mal erwähnen. Vergesst man, glaube ich, die ganze Zeit. Aber ein paar Hard Facts kommen gleich auch noch. Auch eine, glaube ich, oder? Lobby, ja. Ja. Nee, aber das ist eine crazy Hotellobby, muss ich sagen. Also, das ist schon sehr cool. Überall eine Rolltreppe. Das ist unsere Parkanlage. Ja, die ist echt schön. Wie im Zoo. Im Troppenhaus. Da oben ist der Pool. Das ist auch geil. I make this move. Cool y suelta, mega loca, baila choca. I make this move. Grité, gangale, bandidos en la noche, yo te mandate. Quiero, papi, te quiero. ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño. Quiero, papi, te quiero. ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño. So, bevor die Uschi umfällt, wollte ich euch einmal abholen. Wir sind im Zimmer, wir konnten einchecken. Also wir haben ja schon eingecheckt, aber wir konnten jetzt aufs Zimmer. Und wir haben so ein kleines Studio.
Heißt, wir haben eine Küche mit drin, warum jetzt nicht unbedingt, aber ein Kühlschrank ist sehr sinnvoll, ein großer. Die Mikrowelle könnte sinnvoll werden, aber vor allem sinnvoller ist wahrscheinlich der Wasserkocher, um eventuell ein Süppchen zu machen. Hier steht jetzt nichts dran. Bei dem anderen Hotel in Singapur stand übrigens dran, dass das Wasser aus dem Wasserhahn trinkbar ist. Hier steht nichts. Nichts, auch finde ich immer doof. Trinkbar oder nicht trinkbar, dran schreiben finde ich gut. Ja, dann haben wir, hier klingt es auch schon besser, da schwankt es darin, also das schwankt hier wirklich die Bude, das ist krass. Und wir sind nicht oben, wir sind auf der 7 von 33, aber da muss ja auch ein bisschen Flex drin sein, aber wie krass ist das denn gerade bitte da oben dann? Auch voll schade, dass wir so weit unten sind, aber vielleicht auch besser, wenn dann... Fernseher? Sollten vielleicht weniger Putzmittel nehmen, wenn die den abwischen vorne. Aber mit einer Soundbar drunter und einem Subwoofer. Also das in einem Hotelzimmerstudio schwierig. Couch, die dazu gehört und ein Tisch, den auch immer wieder die Leute vor die Wand schmeißen. Grundsätzlich ist das alles auch ein bisschen abgerockter, obwohl es ganz schick aussieht. Das Laminat trennt sich voneinander. Das könnte aber an diesem ganzen Flex hier liegen. Ja, dann großes Bett, Nachttische, Lämpchen. Aber dann gibt es hier auch noch mal den Schreibtisch, wo auch irgendeiner mit reingehauen hat. Ich hasse es. Die Lampe hat auch schon keinen Bock mehr. Also hier ist dann noch ein weiterer Stuhl. Passt ja alles. Und eine große Schrankecke irgendwie, ne? Mit Safe, Hardrockner, Bügelbrett, Bügeleisen, Wäschekorb, Schläppchen. Und ich glaube, das war noch nicht da. Da mussten wir gerade für unterschreiben. Da kam jetzt gerade ein Security-Mitarbeiter, der, als er hier rein ist, seine Schuhe ausgezogen hat, auf Socken hier hingeschlüpft ist. Unseren Balkon, weil das ist ja unser eigenes Risiko. Hoppa. Ach, guck mal, es wackelt alles hier. Da ist aber auch noch mal so Bäume auf dem Dach in unserem Nachbargebäude. Ach, also oben wäre natürlich geil. Was ist das denn für ein crazy Wald? Ja, ja, aber dahinter auch das alles und da ist auch noch Wasser drunter. Also Mangroven wahrscheinlich dann. Ist das Singapur? Nee. Singapur können wir, glaube ich, nicht mehr sehen, oder? Das ist eigentlich nicht weit gewesen. Also wir haben vorher geguckt, da sollte das 1,5 Stunden dauern. So haben wir das auch alles eingeplant. Unser Bruder hat auf jeden Fall einen ganz schweren Stiefel angehabt und dann waren wir in 50 Minuten hier. Plus weißt du ja nicht, wie lange das mit der Immigration immer dauert. Aber Ausblick hier ist schon crazy. Das ist wahrscheinlich einfach nur Service. Das ist die Klimaanlage und da liegen ganz viele Schrauben unter dem Regenrohr. Du, das habe ich nicht gesehen. Es muss ja nur noch bis morgen halten. Ja, aber ich glaube, da können wir heute Abend hier noch mal einen schönen Ausblick euch mitbringen. Kühlen gerade die Bude ein bisschen runter. Ist jetzt schon direkt kalt. So, wir müssen uns jetzt mal kurz sortieren und ein bisschen was arbeiten, kurz erholen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Peoples, Mittagsschläfchen gemacht, Karten soweit leer gezogen, noch nicht alles. Das ist eigentlich so eine Daily-Aufgabe auf so einer Tour, was jetzt aber zeitlich noch nicht geklappt hat. Zeitlich ja auch alles eine Riesenkatastrophe eigentlich. Sind das Straßenhunde oder gehören die zu denen, die da chillen, da hinter mir? Die sitzen hier mit dem Pavillon, ich glaube, das gehört da bestimmt dazu. Wir haben ja wirklich viel Stress vorher gehabt und mussten einiges übers Knie brechen und haben uns nicht vorbereitet. Wir saßen gerade zusammen, haben so ein bisschen überlegt, okay, was sind so die nächsten Steps, was planen wir als nächstes. Und heute war eigentlich nicht mehr viel geplant, außer noch ein bisschen arbeiten. Aber checkt und folgt auf Instagram mal bitte Cartoon-Fan. Da gab es einen heißen Tipp und zwar ist das jetzt sogar 35 Minuten mit dem Grab von hier entfernt. Eine Kirmes, die European Standard verspricht.
auf ihrer Website. Und laut Website müssten da 2 Achterbahnen stehen. Da fahren wir jetzt hin. Die startet um 7 Uhr abends, geht bis Mitternacht, ist eine ganze Zeit lang hier. Und eine Kirmes in Malaysia, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir Bock drauf. Vielen Dank an Cartoon-Fan nochmal. Checkt das auf Instagram. Einmal ein Follow da lassen, einfach aus Dank. Und so wie ich das gesehen habe, sind die beiden Bahnen noch nicht mal bei Coaster Count eingetragen. Auf jeden Fall nicht als malaiische Bahnen. Muss man mal rausfinden, ob die woanders herkommen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich bin auch doof bei sowas. Da fahren wir auf jeden Fall jetzt hin. Und was haben wir? 6 Minuten kommt unser Fahrer, der Tiong Yang Huang. Und der kommt mit einem purplefarbenen Perodua. Okay, bin ich mal gespannt. Grab ist dann hier das Uber quasi. Wie nennt man sowas eigentlich? Carsharing ist es ja nicht. Fahrdienst, Taxi, Service, aber ohne Taxi. Genau. Ihr kennt es bei uns als Uber, ihr kennt es aus unseren China-Vlogs als Didi. Und hier ist es dann ein Grab. Und wir können leider deswegen heute den Pool nicht auschecken, der auch ganz cool aussah. Hier habt ihr vielleicht eben schon einen Schwenk gesehen. Aber ich glaube, eine Kirmes in Malaysia ist auch für euch im Video spannender als jetzt ein Pool, wo ich kurz meinen Schwellkörper rein tunke und das zeige, unappetitlich, unansehnlich. Wer weiß. So, ich bin gespannt. Was ein süßes Auto. Ja, ne? Als ob du es gewusst hättest. Was hätte ich gewusst? Guck mal, was auf der Kasse steht. Cash only, ja. Ich hab's befürchtet. Ist ja geil. Das ist richtig geil. Peoples, unser Grab hat uns vernünftig abgesetzt, also nicht 100% treffend, aber ja, Uschis größte Befürchtung ist eingetreten. Und zwar braucht man für den Eintritt Cash. Das haben wir jetzt gegenüber auf der anderen Straßenseite bei der Tankstelle geholt. Bis 7-Eleven gibt es keinen ATM, aber die Tankstelle hat einen. Aber weil wir unglaublich schlau sind und euch Tipps geben sollten, haben wir vorher natürlich gar nicht geguckt, wie viel wir brauchen. Aber ja, hier geht es jetzt zum Eurofun Park, der European Standard. Ich bin gespannt. Da steht auch, dass es maintained by very professional people ist. Und der läuft so ein Film über die. Ja, also ich sehe jetzt irgendwas, was nicht geht, aber es sieht von außen schon mal wirklich tipptopp aus. Ja. Krass.
aus. Cool, die ganzen Trucks hier unten. Ja, da ist ein Diesel. Oh. Wow. Jetzt drehen wir uns erstmal 3 Tage. Viel Spaß. Pass bitte auf dich auf. Der Zoomania Coaster oder was? Freunde, wir nehmen euch mal mit und machen einen kleinen Rundgang über den Euro Fun Park. Wir sind jetzt alles gefahren und werden da vielleicht ab und zu auch noch mal hinschneiden. Wir haben angefangen mit dem Mega Coaster. Das ist eine Drehmaus und ich würde mal behaupten, es ist wahrscheinlich so Beijing Leisure Equipment, Amusement Rides Technology, also irgendwas Asiatisches, Nachbauten, kein Zamperla, kein Revachon. Und kostet 5 Token. Ein Token kostet ein RM, aber keine Reichsmark, sondern die malaiische Währung, also ein Ringgit. Und das bedeutet, ein Ringgit sind 1,08 €, also bist du bei 5,40 € für den Megacoaster. 6 € kostet das Ganze hier, 6 RM kostet das Ganze hier Eintritt, da sind wir bei 1,80 €. Und jetzt sind wir schon fast am XXL vorbei, der hier niegelnagelneu steht. Also der sieht niegelnagelneu aus, tippitoppi.
Und Propeller Vortex haben sie hier auch, die sieht so neu aus. Auch die Transporte stehen hier, Kran steht hier, das scheint alles ein Schausteller zu sein, der das auch betreibt. Und dann gibt es hier so eine Kinder-Go-Kart-Bahn ohne Überdachung, also außer der Container, wo alles drin reingeklappt ist. Das ist dann so eine Durchfahrt, das sieht ziemlich ulkig aus. Und hier dieses Drift-Karussell sieht irgendwie auch cool aus, aber die können nicht weit ausscheren oder die würden sofort in die Geländer fahren. Verlosungen, also vom Derby bis zum Pfeilewerfen ist alles dabei. Was wir hier auch gefahren sind, ist der Rollercoaster, ein Wrecky Worm, unbekannter Herkunft. Aber der ist mit 2 Token dabei und hat irgendwie eine Zoomania 2 Gestaltung, Bemalung, auch in Malaysia. Wenn man sich europäische Kirmessen abguckt, dann guckt man sich auch ab, dass man Disney-Bilder überall draufmalen muss. Wir gehen jetzt nicht hier durch das Dosen werfen, Entchen angeln. Es gibt dann noch einen klassischen, normalen Autoscooter, der aber auch komplett eingezäunt ist. Man könnte auch jetzt echt easy peasy unter die Bahn drunter. Man kann nur einfach in der Bahn sitzen, wenn sie fährt, also als Mitarbeiter. Kassenhäuschen im Elsa. Eben war es nicht so laut, wo wir noch nicht gedreht haben, oder? Da haben wir nämlich noch gesagt, das ist aber sehr leise hier. Danke, hätten wir das mal nicht gesagt. Kinderkettenflieger mit Mickey Mouse drauf. Ein großer Kettenflieger, der echt schön aussieht und massiv aussieht, der so ein bisschen den Eindruck macht, als ob er von Zira kommen könnte. Aber weiß ich nicht. Sehen die da nicht anders aus, wenn die mobil sind? Keine Ahnung. Die Kinderschleife dafür mit der Madagaskar-Gestaltung, die kommt doch ein bisschen kahl und mau daher. Dann gibt es noch einen Balloon Race und einen so Pressluftflieger, sage ich mal. Und auch das klassische haben die hier einen riesen Strobe, um beim Kettenflieger mal hier richtig Alarm zu machen. Also muckemäßig geht es beim Kettenflieger auch richtig ab. Das Eurowheel ist das große Riesenrad, was irgendwie auch ein Hybrid aus, man weiß nicht, wo es herkommt, Old School, New School. Also die Sachen sind alle gepflegt, hier wird gemacht, getan. Es gibt hier einen riesen Food Court, wo ich nicht annähernd sagen kann, was das ist. Wo irgendwas in irgendwelchen Eimern ist, wo die Pommes vorne fertig schon liegen. Und es sieht ja schlimmer aus als dieses Buffet. Aber irgendwie sieht es auch spannend aus. Und er hat einfach nur ein Verkaufsmotorrad, das ist ja auch scharf. Dann gibt es noch den Challenger. Ich schlag mich tot, was das wieder für eine wilde Geschichte ist. Ihr wisst es wieder besser. Es schaukelt, es dreht sich, es steht auf jeder deutschen Kirmes. Ich vergesse es immer wieder. Dann gibt es noch eine Himalaya-Fahrt und einen kleinen Starflyer, der in der Mitte den Mond hat man uns daran schon mal gesehen, aber ein bisschen pompöser. Und Frightmare ist die Geisterbahn, die es hier noch gibt, die eigentlich einen ganz coolen Vorplatz hat und auch eine nette Front. 2 Etagen, leider passiert auf dem Weg nach oben gar nichts, auf dem Balkon passiert gar nichts und auf dem Weg nach unten ist dann nur ein Screen. Dann auch noch so ein großes Eingangsportal, da wäre natürlich der Name hier noch ganz cool, aber oben große Figur, also von außen ist die Bahn auf jeden Fall cool gestaltet und damit haben wir jetzt einmal einen 360-Grad-Rundgang über den Eurofun-Park hier in Malaysia gemacht. Wir haben uns ja auf den Weg gemacht hierhin, gut 35 Minuten sind wir hier rausgefahren. Wir sind ja jetzt im Großraum Johor Bahru, aber die Locals sagen einfach nur JB. Das ist doch mal voll gut für mich. Da komme ich mit klar. Aber wir sind nur heute noch in JB, aber damit ihr auch wisst, wo wir sind, die sagen nur Malaysia, das ist ja ein bisschen größer das Land als nur JB. Ja, das ist richtig geil. Ja. 1 Euro irgendwas, ne? Hast du gesagt? 1,70 oder so, ja. Nicht schlecht. Probier den noch.
bisschen. Very good. Das ist ja mega. All you gotta do is just. All you gotta do is just. Aus der Reihe alles richtig gemacht. CC plus 2. Schlechte Geisterbahn gefahren. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Gerade noch mit Locals ein Foto gemacht. Man ist also jetzt nicht mehr da, wo Touristen sind, würde ich mal sagen. Das ist immer schön. Und wir haben so einen Getränkeeimer uns gerade geholt, weil diese Eistees sahen so geil aus und die schmecken unglaublich gut. Da ist auch der halbe Obstsalat mit da drin. Und das ist so lecker. Ja, Preisraten. Was kostet der 5 Liter Sangria-Eimer auf Mallorca heute in Malaysia? Richtig? Also hoffentlich habt ihr alle geraten und das reingeschrieben in die Kommentare. Es sind ungefähr 1,80 Euro. Dann muss man auch hier drin was kaufen, denn hier draußen ist es verboten, Stände aufzustellen. Jetzt gerade eben, als wir rüber sind, das Geld tun, da war nämlich noch so ein Foodstand. Die sind öfter hier, die bauen einfach ihre Stände irgendwo auf, weil ja auch gerade bei uns am Hotel, wo wir losgefahren sind, und verkaufen dann irgendwie Zeug. Ja, cool, ey. Kleiner, süßer Kirmespark mit Eintritt und fairen Preisen. Also für uns, ich glaube, das ist hier schon echt teuer. Aber andererseits sieht das echt alles vernünftig aus. Und also die werben auf der Homepage so mit diesem europäischen Standard. Und das wird erfüllt. Also Respekt. Eurofun Park hier in der Nähe von JB in Malaysia. Auf jeden Fall rumkommen und nehmt euch so einen Sack mit. Richtig geil. Regularly inspected, following strict protocol. Bei sowas habe ich immer Angst, auf den Bildern jemanden zu sehen, den ich kenne. Was ja sein kann. Ach, guck mal, auch wie die Sachen schmieren und so, das ist ja wirklich... Ja, mit Klemmbretter ist auch immer... Fotos mit Klemmbrettern ist auch immer gut. Ja, aber das wirkt halt auch wirklich so. Die werben nicht... Also, nee, es ist schon erschreckend, dass du damit werben musst. Weil das auch hier wahrscheinlich nicht der Standard ist. Aber das ist ja auch wieder, was wir auch in den Saudi-Arabien-Videos schon gesagt haben. Wir Deutschen denken immer, wir sind der Nabel der Welt und alles muss sich um uns drehen. Und so ist das nicht. Nur weil uns irgendwas Standard ist, ist es nicht überall auf der Welt Standard. Und nur weil wir eventuell, jetzt übertrieben gesagt, 50 Jahre irgendwie weiter sind oder auf einem anderen Level, wo man weiß, ey, yo, das ist vielleicht gar nicht so cool für alle zusammen, heißt das nicht, dass andere da nicht auch nachrücken können, wenn man das so sehen möchte. So, das reicht auch. Jetzt machen wir wieder Spaß. Also, jetzt ist aber jetzt. Das ist geil. All you gotta do is just. Opernsaga, da kannst du dir das Auto schon mal angucken, was wir morgen abholen. All you gotta do is just. Das ist eine Hidden Mickey.
Leute, ihr wollt ja, dass wir Quatsch probieren. Und wenn etwas Rollercoaster heißt und in einer augenscheinlich Pringles-Dose steckt, wo nicht Pringles draufsteht, aber irgendwie das Design... Stapelchips. Das Design so aussieht, dieser Stapelchips, und das eigentlich ringlich sein soll und man sich fragt, wie sind die gestapelt, dann muss ich das doch für euch machen. Wir sind nämlich jetzt zurückgefahren. Unser Fahrer war jetzt ein bisschen komisch. Hat die ganze Zeit TikTok geguckt beim Fahren und bedient und gemacht und getan. War jetzt auf einmal mehr Verkehr und wir haben auch mehr dann für die Fahrt bezahlt. Ach du Heiliger. Ist halb leer. Oder halb voll, weil die es erst reingetan haben. Farblos und nicht so ringlich, wie ich gedacht habe. Ja. Kaninchenfutter. Wow. Ja, aber sonst okay. Schmeckt aber tatsächlich irgendwie wie so ein Stapelchip. Das ist einfach vernünftig. Das ist Kann einfach, man nichts gegen sagen. ja. Wollte ich euch nur mitgeteilt haben. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, der wievielte Tag der 360-Grad-Tour. Ich glaube 3, 4, irgendwas in die Richtung, man weiß es nicht. Und der erste Tag in Malaysia mit Legoland und einer Kirmes. Morgen wird es auch wieder spannend, interessant. Das war aber jetzt erstmal das dazu. Wir haben uns im 7-Eleven bzw. im 24-Stunden-Supermarkt daneben einfach so eine Instant-Suppe gerade geholt, die warm gemacht. Beziehungsweise Wasser warm gemacht, darauf geschüttet. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Speicher, Medien leer ziehen und Backups machen und so weiter und so fort. Und dann ist es auch schon wieder vorbei, aber es ist auch schon wieder spät. Also verrückte Welt. Ich zeige euch gleich aber noch ganz kurz unseren Ausblick, den wir dann dabei jetzt noch haben.